Hallo und herzlich willkommen. Heute gibt es wieder eine Flaschenpost, unter anderem mit meiner etwas anstößigen Meinung über Versandkosten. Dann gibt es noch das Thema über Gläser aus China. Und ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe ein neues Glas in der Mache, wo es plötzlich so aussieht, als würde es kommen. Und darüber möchte ich euch auch was erzählen. Ich möchte als erstes das Thema Versandkosten aufgreifen, weil es gerade wieder akut ist, weil wir ja viele Angebote haben. Wir kriegen immer wieder Zuschriften wie, ja, tolles Angebot, aber wenn ich die Versandkosten betrachte, dann ist das ja gar nicht mehr so billig. Ich habe dazu eine ganz klare Meinung, die möchte ich gerne kundtun. Ich möchte gerne eure Meinung dazu haben. Auf der anderen Seite hilft es auch nichts, denn Versandkosten sind ein Fakt. Und das ist das, wo ich wirklich sage, bei den Leuten, die immer sagen, ja, Versandkosten, ihr braucht euch gar nichts vorzumachen. Diese Versandkosten stecken irgendwo. Wenn Leute sagen, ja, es ist versandkostenfrei, was meint ihr denn, wo sie die Kosten wieder reinholen? Und da habe ich eine ganz klare Meinung zu, weil ich denke immer, ich nehme doch lieber die reellen Versandkosten und gebe sie an, als dass ich auf jeden die Versandkosten umschlage. Weil theoretisch muss jeder von euch die Versandkosten von anderen mittragen, wenn wir sagen, wir machen es versandkostenfrei. Ich gebe dazu mal ein ganz konkretes Beispiel. Damals, als wir anfingen, waren wir hauptsächlich ein Großhandel. Das heißt also, wir haben an gewerbliche Kunden geliefert. Und damals war es ein sehr wichtiges Thema, denn wenn jemand wenig Gläser bestellt hatte, musste das per Spedition geschickt werden. Und da kann dann mal so ein Glas, was man dann einkauft für 25 Cent, weil man 200 Stück nimmt, 7 bis 15 Cent draufzahlen musste wegen der Fracht. Da ist es aber so gewesen, dass ich dann immer versucht habe rüberzubringen, Leute, wenn ihr mehr kauft, wird das proportional immer weniger. Nimmt man dann schon 2 Paletten ab oder sowas, dann zahlt man pro Glas nur noch 2 Cent drauf. Dann kam der Punkt, wo unsere Mitstreiter plötzlich gesagt haben, wir liefern frachtfrei ab 1.000 Euro. Ich habe mich total dagegen gewehrt, weil man braucht sich nichts vorzumachen. Eine durchschnittliche Fracht ab 1.000 Euro liegt bei ungefähr 10%, das heißt 100 Euro Frachtkosten. Das bedeutet mit anderen Worten, dass jeder diese Frachtkosten mittragen müssen, denn irgendwo müssen die Kosten rein. Gerade im Großhandel macht das riesig was aus. Und dann kommt ja dazu, wir saßen damals in Berlin, jemand, der aus Berlin bestellt, der hätte gar keine 100 Euro bezahlt, der hätte vielleicht nur 50 Euro bezahlt. Ich finde das total blöd. Ich würde dann doch lieber sagen, wir liefern das, was der Kunde nun mal haben möchte und berechnen die tatsächliche Fracht. Ich finde das viel fairer. Leider ist es so, dass die lieben Kunden das unbedingt haben wollten. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass man sagt, oh, ich möchte es gern alles inklusive, ich will mir gar keine Gedanken darüber machen. Ich mache mir die Gedanken darüber und ich finde es blöd. Es ließ sich aber tatsächlich am Ende nicht ändern. Auch wir mussten das machen. Wir bemühen uns, das immer so zu mitteln, dass es einigermaßen fair bleibt. Aber wir liefern jetzt auch frachtfrei ab 1.000 Euro und ich finde es immer noch wirklich total Quatsch. Ich würde den Kunden immer lieber sagen, mein Gott, nehmt es doch lieber ab Werk. Dann kriegt ihr die Fracht, die ihr wirklich zahlen müsst. Ja, aber so ist es nun mal so. Wenn wir jetzt aber wieder zurückkommen zu euch, den sogenannten Endkunden, da ist doch die Frage, was ist euch lieber? Möchtet ihr lieber das Gefühl des, oh, ich kriege es frachtfrei oder versandkostenfrei und dafür generell mehr für die Produkte bezahlen? Oder hättet ihr lieber den Preis der Produkte und zahlt dann auch die Fracht? Ich würde das wirklich gerne mal wissen, weil für mich ist es nicht verständlich zu sagen, auch ich hätte es gerne frachtfrei und dafür bezahle ich mehr. Das ist also ein ziemlich heißes Thema und ich freue mich sehr über eure Meinung. Ich habe es, glaube ich, hier und da schon erwähnt. China ist ganz groß am Kommen und vor einigen Jahren hatte China noch keine gute Qualität an Gläsern und sie haben aber extrem nachgezogen. Ihr wisst, dass ich meine Bauchschmerzen damit habe, weil ich es auch nicht als nachhaltig empfinde. Ich muss aber hier sagen, dass ich mich dafür jetzt öffnen muss, denn wir haben hier ein ganz blödes ökonomisches Problem. Bei uns sind die Energiekosten auch proportional zu den anderen Ländern ziemlich doll gestiegen. Das heißt, unsere Glaswerke können zum Teil die Preise, die jetzt vielleicht von
außerhalb Deutschlands kommen, nicht mehr halten. Dieses Umweltbewusstsein zu sagen, ich zahle lieber mehr, damit ich dann etwas Regionales nehmen kann, das hört sofort beim Preis auf. Also ganz ehrlich, braucht man sich nichts vorzumachen. Also wenn ein Hersteller ist und der nimmt Millionen von Gläsern ab, geht das rein nach Preis und dann ist es ziemlich schiedegal, ob es aus China kommt, aus Europa kommt, Hauptsache der Preis ist in Ordnung. Zusammenfassend bedeutet das, ich bezweifle, dass unsere Glaswerke hier in Deutschland auf Dauer oder für die nächsten Monate, Jahre überhaupt konkurrenzfähig bleiben, wenn es um die Glasproduktion geht. Dann ist es zum Beispiel so, die Türkei fängt an stark zu werden. Polen, da gehen die Preise hoch. Rumänien, aber auch große Industrie, da sind große Glaswerke und die liefern aber nur riesengroße Mengen. Das bedeutet für uns als Händler, das können wir gar nicht, also ganz ehrlich, auch ich kann nicht 3 Millionen Stück von einer Sorte abnehmen, wir sollen das lagern. Und da kommt China ins Spiel. China macht auch kleinere Produktionen. Die Werkzeugkosten sind viel günstiger. Man kriegt auch mal nur 100.000 Stück, besser 200.000. Aber bei unseren kleineren Glaswerken liegt es bei 800.000 pro Stück. Eine normale Produktion liegt bei so 1,5 Millionen. Und das ist auch für uns, besonders wenn wir besondere Gläser für unsere kleineren Kunden vorhalten wollen, die sich ja keine eigene Glasproduktion leisten können und trotzdem was Besonderes brauchen, lässt sich das gar nicht machen. Da wird China natürlich plötzlich sehr relevant. Eine weitere Sache, die das begünstigt, ist, China ist besser geworden mit den Ursprungserklärungen. Die werden ja heutzutage immer wichtiger. Aber wenn jetzt ein Produzent sein Produkt, nehmen wir mal eine Gemüsepaste, in ein Glas füllt, ist die Gemüsepaste der ausschlaggebende Faktor, der das Ursprungsland bestimmt. Kommt also die Gemüsepaste aus Deutschland, ist es ein deutsches Produkt und dann ist es ziemlich egal, woher das Glas kommt. Mein persönliches Problem ist daran allerdings auch, dass wir brauchen kleinere Produktionen. Und das ist hierzulande kaum noch zu machen. Die kleineren Glaswerke werden immer weniger. Es wird immer mehr, wenn dann überhaupt größer und größer und größer. Und ich brauche aber kleinere Produktionen und damit meine ich 100.000, 200.000 Stück. Das ist ja nicht klein. Aber für die Industrie ist das klein und mir gehen die Möglichkeiten aus. Das heißt, auch ich werde demnächst sehr kontrolliert Produktionen in China anschieben, weil ich keine andere Wahl mehr habe. Auch dazu hätte ich gerne eure Meinung, auch wenn ich sagen muss, selbst wenn ihr das blöd findet, kann ich nicht anders. Als nächstes nehme ich das Affiliate auf in der Hoffnung, dass ihr dran bleibt, bis zu dem Punkt, wo ich euch über mein neues Superglas berichte. So, Affiliate Marketing ist eine Art Werbemarketing. Das heißt, Leute können für uns Werbung machen und bekommen dafür Provision. Wir hatten sowas ganz lange nicht, so ein Affiliate-Programm und jetzt haben wir eins. Und darüber möchte ich euch gerne informieren. Das heißt also, wenn ihr irgendwie im Internet tätig seid, einen Blog habt, eine Webseite habt oder einen YouTube-Kanal, dann könntet ihr jetzt euch als Affiliate für uns anmelden und würdet auf jeden verkauften Artikel eine Provision bekommen. Ich finde das total sinnvoll, weil ich denke, dass das eine Win-Win-Situation für jeden ist. Wir haben das zum Beispiel neulich mit Gesa gemacht. Wir brauchen uns nichts vorzumachen. Ein YouTube-Video zu produzieren kostet eine Menge Geld und YouTuber müssen das irgendwie wieder reinkriegen. Ich finde es total toll, dass wenn Gesa in diesem Falle zum Beispiel ein Set für Likörflaschen für Bratapfellikör braucht, wie ihr sagen könnt, wir setzen diesen Artikel erstmal runter, damit kriegen ihre Kunden bessere Konditionen. Sie bekommt eine Provision und wir verkaufen mehr. Ich finde das tatsächlich in allem ganz gut. Und ja, als ich die Idee entwickelt habe, diesen Bratapfellikör zu machen, habe ich geguckt, was gibt es denn für schöne Flaschen und bin bei Steffi, Gläser und Flaschen GmbH, fündig geworden. Und zwar habe ich diese zuckersüßen Apfelflaschen mit dem Blatt hier vorne drauf gefunden. Solltet ihr also in irgendeiner Art und Weise sowas auch machen wollen, könnt ihr euch anmelden bei Edsel, weil das ist die Internetinstitution, die das Ganze für uns koordiniert. Dazu gibt es demnächst auch noch eine Landingpage auf unserer Webseite, die ich jetzt noch nicht verlinken kann, weil sie noch nicht fertig ist, aber sie kommt in den nächsten Tagen. Das wollte ich gerne bekannt geben. Ich freue mich total auf jeden, der mit uns diesbezüglich zusammenarbeiten möchte.
Kommen wir zur Glasentwicklung, das, was mich am meisten interessiert. Nehmen wir erstmal die Problemstellung. Wir, so die normalen Leute, hätten gerne ein Essen, frisch, haltbar, sofort essbar und möglichst im Glas. Das ist ein frommer Wunsch, der sich nicht so leicht erfüllen lässt. Das Thema mit haltbar und gleichzeitig frisch konnte gelöst werden durch die Haltbarmachttechnik der Kühlkonserve, die ich euch ja schon gezeigt habe und die wir auch nochmal verlinken. Jetzt kommt es dabei ja aber auch auf das richtige Behältnis an. Denn wir wollen ja, wenn wir so ein Essen im Glas haben, auch eine Portion haben, mit der wir satt werden. Wir wollen ja dann nicht wieder 2 Gläser nehmen oder Gott bewahre 3 oder ein zu großes Glas und dann ist da so viel Luft. Das ist fürs Haltbarmachen wieder nicht gut. Die nächste wichtige Sache für so ein Glas ist, dass man auch wirklich draus essen kann. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal unser normales 440 Milliliter Sturzglas nehmen, das so alt ist, dass es schon so ein Bart hat, das sind 440 Milliliter. Abgesehen davon, dass die Portion viel zu klein ist, ist das Essen daraus ziemlich schwierig. Das 500 Milliliter Glas ist schon so hoch, da geht die Gabel bis hier. Das bedeutet, wir brauchen eine möglichst große Öffnung. Und diese hier ist eigentlich die große übliche Öffnung, die wir haben. Das ist nämlich ein typischer TO82, ist unser Standardglas. Die Öffnung ist dafür ein bisschen zu klein. Wenn es um die Füllmenge geht, haben wir inzwischen aus der Erfahrung festgestellt, dass eine Füllmenge um die 500 Milliliter eigentlich gut ist. Eigentlich. Denn wir haben 2 Gläser mit einer entsprechend großen Mündung. TO 100. Hier, guckt euch mal den Unterschied an. Hier ist viel größer. Und zwar haben wir unser Happy und wir haben das Sturzglas 450. Dieses hier hat ein Nennvolumen von 500 Milliliter ungefähr, je nachdem wie weit man es nach oben füllt. Und dieses hier hat ein Nennvolumen hier bei 350, wenn man es ein bisschen höher füllt, ist es bei 400. Wir haben jetzt bei uns und unserem Dunstkreis einstimmig festgestellt, dass dieses Glas genau zu klein ist. Was bedeutet, wir wollen tatsächlich ein Füllvolumen von 500 Milliliter wie beim Happy. Schauen wir uns mal andere 500 Milliliter Gläser an. Dann haben wir zum Beispiel das Essglas, was ich toll finde wegen des Schraubverschlusses und so weiter. Ich benutze das viel für Kühlkonserven, allerdings nur für welche, die man dann rausgibt und dann erhitzt. Weil daraus essen geht nicht. Nehmen wir mal wieder die Gabel, die ich nicht mehr habe. Ich nehme mal kurz einen Löffel. Da kommt man weder rein noch raus. Das ist echt schwierig. Ein anderes Glas, was wir haben, zum Beispiel ist hier ein 580 Milliliter Diebglas. Auch das von der Mündung her ist ähnlich wie dieses hier. Ist einfach schwierig draus zu essen. Hier sogar noch mehr, weil wir hier auch noch so eine Schulter haben. Mein ideales Glas ist dieses Glas, nur ein bisschen höher. Dann wären wir auf 500 Milliliter bis hier. Für Hungrige kann man dann auch noch bis in den Hals füllen. Aber dieses Glas ist ideal, weil so kann man gut draus essen. Bei uns ist es tatsächlich so, wenn wir so ein Essen haben, kann man einfach aufmachen, dann stellt man das Glas in die Mikrowelle und dann kann man es essen. Für die Leute, die jetzt gleich sagen, Mikrowelle ist ganz schlecht, das weiß ich. Ich mag Mikrowelle auch nicht, aber manchmal lässt sich das auch bei der Arbeit einfach nicht vermeiden. Wenn ich zu Hause bin, dann dämpfe ich sowas. Oder ich fülle es einfach mal schnell in eine Pfanne und esse es dann. Ist super. Und damit kommen wir zu einem Problem. Denn ich habe ja das Essglas produzieren lassen und das ging gerade noch. Ich wollte dieses Essglas eigentlich auch mit einer 86er Mündung produzieren lassen und das ging nicht, weil die meisten Glaswerke diese größere Mündung, die über den TO82 hinausgeht, gar nicht produzieren können. Dann war es bis vor kurzem noch so, dass die einzigen Glaswerke, die ein TO 100 produzieren können, komplett ausgebucht waren und zwar bis auf 2 Jahre. Das ist jetzt nicht mehr so und dann kamen wir ins nächste Problem. Jetzt können wir es vielleicht produzieren lassen, wir müssen aber über 1 Million machen. Ich muss aber jetzt sagen, dass ich wahrscheinlich ein Konstrukt gefunden habe, wie ich es durchbekomme, dass wir dieses Glas trotzdem machen können. Das ist natürlich eine riesige Investition und die muss ja irgendwie gerechtfertigt sein. Weil jetzt stellt euch mal vor, nehmen wir mal an, wir haben 1,2 Millionen Gläser, die dabei rauskommen. Abgesehen davon, dass die natürlich produziert werden und bezahlt werden müssen, stellt euch vor, wir haben ungefähr 3000 Gläser auf einer Palette.
Da sind wir alleine schon bei 400 Paletten, die gelagert werden müssen. Und dadurch, dass wir für dieses Glas ja keinen Auftrag haben, da ist ja kein großer Kunde dran, der gleich mal 200 Paletten abnimmt, müssen wir davon ausgehen, dass wir diese Gläser in jedem Falle 2 Jahre lagern müssen. Also haben wir jetzt ganz viel hin und her gerechnet, geguckt, wie es machbar ist. Wie ist das mit dem Lagerplatz, weil wir haben keinen mehr. Sollte mal irgendjemand eine Halle günstig in der Nähe von Wustermark haben, bitte her damit übrigens. Aber wir haben jetzt ganz viel hin und her gerechnet und es sieht im Moment so aus, als würden wir das Projekt tatsächlich durchkriegen. Ich warte jetzt noch auf die Zusage des Glaswerks. Ich muss das natürlich mit unserem Investor klären, aber auch da habe ich schon das Signal gekriegt, dass sie uns vertrauen, dass wir das hinkriegen können. Ich hoffe, ich kriege es wirklich hin, aber das Vertrauen ist da. Das heißt also, ich kann euch jetzt tatsächlich sagen, dass dieses Projekt vielleicht tatsächlich kommt. Ich wünsche mir ganz doll, dass ihr mit die Daumen drückt, dass jetzt diese kleinen Logistiken, die noch fehlen, wie Lagerplatz, ein anständiges Angebot vom Glaswerk und dass die Kalkulation bis zum Ende auch durchgeht, wirklich funktionieren. Und dann kann es tatsächlich sein, dass wir endlich das richtige Glas für unsere Kühlkonserve sowohl für uns Endkunden als auch für gewerbliche Kunden wie kleinere Firmen wie Restaurants und so einfach zur Verfügung stellen können, damit wir uns alle besser ernähren, trotzdem schnell alles zur Hand haben, uns gesund ernähren mit den Sachen, die wir wirklich essen wollen und auch dafür das richtige Glas bereitsteht. Und das war dann wieder mal ein bisschen aus dem Unternehmerleben geplaudert und damit bin ich am Ende. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.